So, hallo, wie ihr heute seht, mal das Ganze im Stehen ist ein bisschen anstrengender, als wenn ich euch hier nur im Sitzen was erzähle. Stehtraining mit dem Stehtrainer zu Hause. Bin froh, dass ich dieses Gerät habe, damit ich zwischendurch mal stehen kann, weil es ist einfach super Training für Gelenke und Knochen, die die Belastung ja überhaupt nicht gewohnt sind. Dann natürlich, um den Kreislauf anzuregeln, um die Muskeln anzuregen, um auch anzuregen, dass das Wasser eher aus den Beinen geht. Da habe ich immer mal so ein bisschen mehr Probleme mit. Manchmal stelle ich mich mit dem Stehtrainer einfach vor den Fernseher, spiele eine Runde SingStar, dann geht die Zeit schnell rum. Heute habe ich aber meine Physiotherapeutin da, mit der wir dann gemeinsam einfach auch noch ein bisschen Training im Stehtrainer machen. Die Arme, die ich jetzt im Stehtrainer überhaupt nicht bewegen kann, aber die mir dann durchbewegt werden. Und man hat halt doch nochmal ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich das Ganze im Sitzen im Rollstuhl mache. So, dann zeigen wir euch heute einfach mal, was wir so in der Therapie machen. Zum Beispiel mal den Arm nach oben im Stehen. Also es ist ein irres Gefühl, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin, dass ich den Arm nach oben machen kann und vor allem nicht noch zusätzlich im Stehen, was mich natürlich sehr viel Anstrengung für den Rumpf kostet, um den Oberkörper zu halten und auch den Kopf, wie man sicherlich merken wird. Und von daher bin ich sehr froh, dass ich meine Physiotherapie eben im Hausbesuch mache, damit ich die Möglichkeit habe, hier auch vernünftig zu trainieren. Genau das Gleiche mache ich dann auch zwischendurch noch einmal mit meiner Ergotherapeutin. Ja. Also ihr seht, die Kopfhaltung fordert mich hier sehr heraus im Stehen. Und natürlich auch der Rumpf, dass ich nicht nach vorne oder nach hinten wegkippe. Also es ist nicht nur die passive Armbewegung, beziehungsweise die ich so weit mitmache, wie ich sie mitmachen kann, sondern natürlich auch den Oberkörper, den ich halten muss, obwohl der Tisch relativ hoch eingestellt ist. Okay, wir versuchen mal Schulter nach oben. Dabei gerade bleiben. Ja. Also eine große Herausforderung für mich, vor allem nur eine Schulter nach oben zu machen und nicht mit dem ganzen restlichen Körper irgendwelche Ausgleichsbewegungen zu machen. Und ihr merkt schon an meiner Stimme, von meiner Luft her, dass das Ganze wirklich sehr anstrengend für mich ist. Also mein ganzer Rumpf muss die ganze Zeit arbeiten, um mich hier wirklich gut zu stabilisieren. Der Hals und Nacken muss sehr arbeiten, um den Kopf eben zu stabilisieren. Weil ich sonst halt in meine Lieblingsschonhaltungen gehe, die wesentlich einfacher sind. Das ist das Schöne an der Physiotherapie, dass man nicht nur einfach in dem Stehtrainer steht, sondern auch korrigiert wird, wenn man eine scheiß Haltung einnimmt. Dafür ist das umso anstrengender. Kopf wieder. Und jetzt mal versuchen, Schulterblätter zurück. Das mal einmal zusammensacken. Das ist ganz schön anstrengend. Weil sich wahrscheinlich jeder, der nicht so eingeschränkt ist, darüber kaputt lachen wird, was für mich schon anstrengend ist. Ist ja auch ungewohnt. Das darf Ja. man auch nicht vergessen. Es ist ungewohnt und damit wird es anstrengend. Und wieder hoch. Es geht alleine. Ja. Mach nicht. Das Hoch ist etwas schwieriger als das Ja. Runter. Runter gibt es die Schwerkraft. Sehr gut. Machen wir nochmal ein Päuschen. Pause. Weil für den Nacken wird es für mich langsam anstrengend. Ich meine, das ist schon ein Halbmarathon, oder? Mhm. So, mal aktiv mit dem Kopf. Mhm. Probier mal den Kopf also so runterzunehmen, dass du das Kinn auf die Brust Mhm. nimmst. So weit wie es geht, genau. Und dann nach oben. Du kannst ruhig ein bisschen nach oben gucken und wieder runter.
versuche mal so eine Schildkröte zu machen. Also, Kopf vorschieben, Ja. Kopf zurück. Okay. Okay. Du probierst das erstmal alleine. Jawohl. Ich bin jetzt also eine Schildkröte. Ungefähr. Vielleicht können wir vorne nochmal, wir hatten auch beim letzten Mal die Arme vorne beide hochgenommen, weil das fand ich sehr angenehm für die Schultern. Das ja. Genau. Also auch da, wir sind immer kreativ dabei und gucken halt, weil manche Dinge sind ja nicht so einfach, wenn man nur eine Person vorne hat, die eigentlich 4 Arme bräuchte, Minimum, um eine festzuhalten. Aber wir haben da so unsere Techniken. Und da geht das mit dem Kopf auch schon wesentlich einfach. Okay, versuch Schulterblätter so vor und Ich finde es sehr faszinierend immer, wie unterschiedlich also meine Seiten sind bei manchen Dingen. Gut. Ich glaube, dann will ich mal wieder runter.